General von Manstein forderte bereits 1935 ein spezielles Fahrzeug zur Infanterieunterstützung, welches in der Lage sein sollte, feindliche Befestigungen wie Stellungen und Bunker im Direktbeschuss zerstören zu können. Der Auftrag zur Konstruktion eines solchen Fahrzeuges erhielt 1936 Daimler-Benz. Als Ausgangsbasis diente der Panzerkampfwagen 3. Damit das Fahrzeug so niedrig wie möglich wurde, verzichteten die Konstrukteure auf die Anbringung eines Turmes. Stattdessen setzten sie die 7,5 cm Stuck 37 L24 in einem Panzeraufbau auf das nahezu unveränderte Fahrwerk des Panzer III. Nach der Fertigstellung der ersten Prototypen 1937 bei Alcat wurden ausgiebige Tests durchgeführt. Das Konzept schien sich zu bewähren, denn im Januar 1940 startete mit der Ausführung A die Vorserienproduktion auf Basis des Panzerkampfwagen III Ausführung F mit leicht modifizierter Wanne. So wurde unter anderem zum Beispiel die Frontpanzerung von 20 auf 50 mm verstärkt. Motor und Laufwerk hingegen blieben identisch. Bereits im Westfeldzug wurden die ersten Sturmgeschütze eingesetzt. Im Anschluss begann die Serienproduktion. Die nun produzierten Ausführungen B bis E wiesen nur minimale Unterschiede auf. Bis März 1942 entstanden bei Alcat insgesamt 822 Stuck 3 Ausführung A bis F. Das Fahrzeug war 5,4 Meter lang, 2,95 Meter breit und 1,96 Meter hoch. Das Gefechtsgewicht betrug 22,2 Tonnen, welche mithilfe des 12-Zylinder-Maybach-Motors bis zu 40 km/h auf der Straße und 19 km/h im Gelände erreichen konnte. Der maximale Fahrbereich, also die Reichweite, betrug 140 km auf der Straße und 90 km im Gelände. Meine Interpretation des Stuck 3 fällt diesmal in dieser Form aus. Es ist wie immer im Maßstab 1:45 und passt somit hervorragend zu den Minifiguren. Das Modell weist natürlich auch ein paar Funktionen auf, wie zum Beispiel die angedeutete Federung, wie sie hier zu sehen ist. Ansonsten lässt sich das Geschützrohr nicht nur vertikal, sondern auch horizontal einstellen und somit kann man das Modell in Verbindung mit der Federung in jedem Gelände individuell positionieren. Weitere kleine Details sind wie beim Original unter anderem die Antenne oder das nach hinten schräg abfallende Dach. Die Boxen am Heck des Fahrzeuges, das seitlich angebrachte Ersatzrad in Verbindung mit den an der Front angebrachten Lichtern lassen das Modell lebendig werden. Ebenso sind ein paar Balkenkreuze an den Seiten angebracht. Bei diesem Modell ließ ich mich vom Panzerbrick Labs 1944 Stuck 3 Ausführung G inspirieren. Übrigens werden die aktuell neu vorgestellten Modelle wie das Stuck, die Flak 38 und der Marder neben den restlichen neuen Produkten ab heute 20 Uhr in meinem Shop Parabellum Bricks erwerbbar sein. Zu meinem Shop kommt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, empfehle ich euch den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.